Er lässt die Leistung sprechen, spielt bei Gladbach, ist Nationalspieler bei Dortmund, hat vieles gewonnen in seinem Leben. Olympia ein absolutes Highlight in meiner Karriere bisher gewesen. And Ginter goes up for the header. Ginter scores! Viele im Verein haben ja auch gesagt, wäre doch der Wahnsinn, wenn er wieder zurückkommt. Erstmal ein bisschen gezweifelt, kann sowas funktionieren. The prodigal son back at Freiburg and scoring back on his return. Als Kind für mich könnte ich mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als dort auf so einem beschaulichen Dorf, sage ich jetzt mal, zu leben, Freunde zu finden, die man auch heute noch hat. Ja, eigentlich kennen wir uns schon immer. Ich war sein Trauzeuge, bin sein Trauzeuge, haben mit ihm Fußball gespielt und bin froh, sein Freund zu sein. Natürlich dann auch zusammen angefangen, Fußball zu spielen. Tagsüber, bis es dunkel wurde, auf dem Bolzplatz verbracht. Also ich kann mich noch erinnern, Elfmeterschießen am Ende, kam dann auch vor, dass er mal nicht gemacht hat. Dann waren die Tränen schon da und dann war er stinksauer, also der Ehrgeiz war von Anfang an da. Mein Name ist Clemens Hartenbach. Ich bin hier Sportdirektor beim SC Freiburg. Er war damals U15-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum, als ich dann 13 war oder 14, als jüngerer Jahrgang ab und zu bei ihm mittrainieren dürfen. Was immer in Erinnerung bleiben wird sein erstes Spiel sein, ein Spiel gegen Augsburg. Das erste Mal vor so vielen Zuschauern überhaupt sich irgendwie aufgewärmt und dann hieß es dann, ich soll mich fertig machen für den Wechsel und da ging es mir natürlich schon so ein bisschen, okay, jetzt verwirklicht sich so quasi der Kindheitstraum, weil es immer so ein Traum war, für die erste Mannschaft zu spielen, Bundesliga zu spielen, eigentlich unerreichbar eigentlich und dann wird es jetzt halt wahr. Ich habe dann ehrlicherweise die ersten 5 Minuten, glaube ich, keinen Ball gesehen, weil alles so schnell ging. Tatsächlich war ich nicht im Stadion, ja. Habe da aber mitgefiebert per Live-Ticker. Das war 0-0 und ein paar Minuten vor Schluss. War natürlich unbeschreiblich. 2 Minuten vor Schluss dann das Tor machen zu können, war natürlich das i-Tüpfelchen. Also besser hätte ich es mir eigentlich nicht vorstellen können. Ja gut, das war natürlich, also Bilderbuch-Story an sich. Wir waren ja abgeschlagen letzter und dann kam so eine Euphorie auf, auch mit jungen Spielern. Und das wird für mich unvergesslich bleiben. Dieses einmalige Erlebnis, Olympia mal miterleben zu dürfen, ist, glaube ich, für jeden Sportler ein absolutes Highlight und natürlich dann auch für Fußballer. Wir haben uns maximal eine Woche vorher getroffen, alles mehr oder weniger zusammengewürfelte Mannschaft gewesen. Und dann hatten wir gleich schwere Spiele, eben gegen Mexiko, wo wir ein bisschen glücklich dann unentschieden gespielt haben. Gol de Alemania! Matthias Ginter! Deswegen war es am Anfang ein bisschen holprig, glaube ich, aber dann mit dem Viertelfinale gegen Portugal, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, 4-0 gewonnen haben. Ginter scores! Als der Ball dann da auch im Tor war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Die Tore zu machen ist was ganz Besonderes und dann natürlich dann auch bei Olympia. Es war eine unfassbar gute, auch ein bisschen aufgeheizte Stimmung, muss ich sagen. Aufgrund natürlich des 7-1, 2 Jahre davor. Ja, es war, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich Brasilien vielleicht die bessere Mannschaft war auf dem Papier. Neymar, todo el lado derecho, está dando Timo Hom, el balón, golazo! Golazo! Gol!
Aber wir konnten es eigentlich ganz gut ausgleichen während der 120 Minuten. Out to the far side. Brunt with a little flick on the overlap. Tolian, Meyer! Germany on level. Brazil opened the scoring inside half an hour, and just before the hour mark, Germany draw level. Ich weiß natürlich noch so, das Elfmeterschießen war, glaube ich, der aufregendste Moment in meiner Karriere, wenn dann das ganze Maracanã pfeift. Gives Brazil their first ever Olympic gold medal. Da muss ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight in meiner Karriere bisher gewesen. Klar gibt es auch andere schöne Städte und wahrscheinlich auch größere Städte. Aber was bringt es uns, wenn man dann halt so die Familie oder die ganzen Freunde von früher nicht bei sich hat? Für mich persönlich war das schon immer klar, dass eigentlich das Sportgelände hier auch seinen Namen tragen muss, und es wird wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre keinen Spieler mehr geben, der Weltmeister wird, der so viele Bundesligaspiele macht, der bei solchen Traditionsvereinen gespielt hat. Das ist natürlich Wahnsinn, weil normalerweise ist das ja eher was für nach den Lebzeiten. Ähnlich wie bei Olympia wünscht man das eigentlich jedem, dass man miterlebt zu haben, so eine Kindheit, so eine Geborgenheit auch zu haben im Leben. Das ist ja auch unbezahlbar, ja, und ich bin auch froh, dass er jetzt hier ist wieder bei uns. Das ist schon perfekt so. Man fühlt sich einfach so heimatverbunden. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich natürlich das Gefühl immer noch in mir habe.